Hallo, meine lieben kreativen Menschen. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Und ich freue mich auch selber, die neu dabei sind. Nach der neuen Folge sind einige neue ZuschauerInnen dazugekommen und darüber freue ich mich sehr. Mein Name ist Calypso und ich zeige euch hier meine Strickprojekte, auch ein bisschen meine Spinnenabenteuer auf meinem Spinnrad. Und ja, ich stricke seit über 20 Jahren, mache ich Handarbeiten sehr, sehr regelmäßig, fast jeden Tag. Und ja, es ist etwas, was mich glücklich macht und mir ganz viel Frieden gibt und auch den Raum, mich kreativ auszudrücken. Ich hoffe, dass es euch auch so geht und freue mich über eure Kommentare. Ich habe mich gefreut, dass einige von euch mir erzählt haben, was sie gerade stricken und von wo aus sie mir zuschauen. Das finde ich super, super toll, wenn ich auch etwas über euch erfahren darf. Ich hoffe, ich sehe heute nicht zu müde aus. Ich habe nämlich nicht die Gewohnheit, mich zu schminken oder so ähnlich. Und ja, da der Sommer voll im Gange ist und ich finde das natürlich toll, ich bin super glücklich, dass der Sommer voll im Gange ist. Aber deswegen halte ich mich sehr viel draußen auf und bin viel unterwegs. Und dann ja, verdrängt man ein bisschen die Müdigkeit, weil man den Sommer genießen möchte. Vor allem, wenn man in Berlin lebt und der Winter dann doch ziemlich lang ist, will man im Sommer dann schon alles, oder ich zumindest, ganz viel unternehmen und Zeit draußen verbringen. Deswegen fühle ich mich heute ein bisschen müde, aber ich freue mich sehr, euch heute ja, mitzunehmen in meine Welt der Handarbeiten. Als erstes möchte ich mich natürlich bedanken bei allen, die eben zuschauen und Kommentare schreiben und freue mich auch sehr über die Neuen unter euch. Ganz besonders möchte ich mich bedanken bei Christel, die mich in ihrem letzten Video oder vorletzten Video erwähnt hat. Ihr Channel heißt Tobi Bees. Ich verlinke das unten in der Box, dann könnt ihr auch zuschauen gehen. Sie strickt auch sehr, sehr schöne Sachen. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr angenehme Persönlichkeit und es macht Spaß, ihr zuzuschauen. Also geht da ruhig mal hin, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und bedanken möchte ich mich auch bei denen, die sich gemeldet haben zum Teststricken und auch fleißig am Teststricken sind oder bereits fertig sind, weil ich mich natürlich wunderbar gefreut habe über euren Empfang, also wie ihr dieses Top, was ich heute trage, Cerise und auch Limon willkommen geheißen habt. Ich habe schon einige Downloads auf Ravelry von Cerise und auch von Limon und es sind auch schon mehrere Projekte online, zum Teil von Strickerinnen oder auch von Testerinnen sind die Projekte zu sehen auf Ravelry und ja, freut mich natürlich sehr, dass ihr diese zwei Tops so schön willkommen geheißen habt mit euren Downloads und mit dem, dass ihr sie nachgestrickt habt. Und ja, freue mich über weitere Projekte. Deswegen möchte ich aber auch nicht viel länger über diese zwei Tops sprechen, denn die habe ich schon ausführlich vorgestellt. Und ja, lade euch einfach nur ein, euch das anzugucken. Entweder auf meinem Instagram-Profil, da habe ich einige Fotos von diesen Tops und mehr Fotos werden auch noch kommen. Und auch auf Ravelry mal vorbeizuschauen. Und ja, bedanken möchte ich mich auch zum Schluss. Letztes Dankeschön an die mir etwas gespendet haben über PayPal oder über Ko-fi. Das ist eine super tolle Unterstützung. Vielen, vielen Dank für diese Spende, die mir natürlich hilft, weiterzumachen und die mich motiviert. Denn gerade zum Beispiel ist eine kleine Schraube von meiner Kamera hat sich gelöst. Die muss ich wohl ein bisschen reparieren. Eben solche Sachen entstehen einfach, wenn man Videos dreht und ja, das ist nicht, es verlangt schon Equipment und Zeit und Aufwand und so weiter. Deswegen ist es natürlich toll, da eine kleine Spende zu bekommen, um weitermachen zu können. Also vielen Dank. Ich bedanke mich also sehr herzlich für wie ihr meine Designs empfangen habt, also Cerise und Limon aktuell. Ich möchte euch aber hier auch ein bisschen um Nachsicht bitten, denn ich mache diesen ganzen Prozess so gut wie alleine. Der Prozess, ein Kleidungsstück, ein Strickdesign zu einer Anleitung
in eine Anleitung zu übersetzen, ist gar nicht so einfach. Erstens ist da der ganze kreative Prozess und ich habe schon immer Rezepte für mich selber geschrieben von Kleidungsstücken, die ich gestrickt habe. Aber zwischen einem Rezept für mich schreiben, das nur ich benutze, und eine Anleitung zu schreiben in mehreren Größen, die dann von anderen nachgestrickt werden kann, ist nochmal sind zwei Welten. Zum Glück habe ich eine Person, die für mich arbeitet und die Anleitungen ausrechnet, die anderen Größen ausrechnet, weil das könnte ich einfach zeitlich nicht schaffen, sondern da habe ich eine Person, die ich eben dafür bezahle, dass sie die weiteren Größen ausrechnet und die Anleitungen editiert, also korrigiert und verbessert. Ich schreibe meine Anleitungen erst auf Englisch, weil ich den Code auf Englisch am besten finde, am intuitivsten, und übersetze dann die Anleitungen auf Französisch und auf Deutsch im Moment. Und da möchte ich eben ein bisschen um Nachsicht bitten, weil es schon ein sehr, sehr komplexer Prozess ist, eine Anleitung zu kreieren und zu schreiben, sodass sie so ausführlich und verständlich ist wie möglich für andere Personen. Ich muss auch sagen, früher, als ich angefangen habe zu stricken, waren Strickanleitungen super, super kurz, also eine Viertelseite vielleicht. Und da gibt es ja auch keinen Raum für Fehler. Das heißt, je länger ein Text ist, den ich schreibe, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass da auch mehr Fehler drin sind, weil der Text einfach länger ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass meine Anleitungen voll mit Fehlern sind, aber es gibt einfach Tippfehler oder ich kann etwas übersehen haben. Deshalb empfehle ich euch einfach, wenn ihr die Anleitungen bereits gekauft habt und ihr euch etwas vielleicht erstmal nicht schlüssig erscheint oder ein Wort vielleicht vergessen habt zu übersetzen und es noch auf Englisch dasteht, ihr nicht wisst, was das bedeutet, dann geht auf Ravelry, denn die Testerinnen und andere Stricker machen mich nämlich aufmerksam auf diese kleinen Fehler und die korrigiere ich natürlich sofort und stelle die aktuellste Version der Anleitung auf Ravelry. Das bedeutet, dass wenn ihr eine Inkohärenz feststellt, ich euch empfehle, geht auf Ravelry, ladet euch die neueste Version der Anleitung runter, vergleicht es. Wenn sich eure Frage beantwortet, dann super. Wenn nicht, dann schreibt mir gerne einfach eine E-Mail. Und habt Nachsicht, denn ich bin auch nur ein Mensch und ich versuche natürlich, dass meine Anleitungen qualitativ so hochwertig wie möglich sind. Und sie sind auch sehr lang und sehr detailliert, Reihe für Reihe. Ich glaube, es gibt genug Projekte online, dass man sehen kann, es ist verständlich, man kann es nachstricken. Geht erstmal auf Ravelry und ladet euch die Anleitung nochmal runter. Die neueste Version ist immer zur Verfügung in eurer persönlichen Ravelry-Bibliothek. Dann steige ich auch schon ein in mein fertiges Projekt von heute. Daran arbeite ich schon seit mehreren Monaten, also für die neu dabei sind, geht ein paar Folgen zurück, euch das anschauen, und für die eben schon das kennen, vielleicht freut ihr euch, dass es endlich fertig ist. Und zwar handelt es sich um meine Jacke Folie Bleu, die endlich fertig ist. Ich schmeiße mal kurz rüber. Die ist natürlich eher für den Herbst und jetzt nicht für den Sommer, aber ich bin wirklich sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis. Die hatte ich ja eben aus Wollresten gestrickt. Hier habe ich die Zöpfe ein bisschen geschnitten und verschönert. Ich habe sie eben gewaschen und nochmal gespannt. Der Kragen liegt jetzt auch richtig schön. Die Jacke fällt einfach insgesamt richtig schön. Und die Ärmel sitzen gut. Sie sind nicht zu weit, nicht zu eng. Also ich finde sie von der Größe perfekt. Ich kann noch ein langärmeliges Teil drunter ziehen. Und ich habe hier nicht so viel Stoff, was ich eben nicht so gerne mag, wenn man hier so Fledermausärmel hat. Ich finde das gerade richtig. Und ja, also das war ganz gut, das mit dem Woven Felted Tweed, diese Jacke aus Bresten, aus blauen mit dem Kontrast orange-gelb, war das gut, die einzurahmen mit dem dunklen Woven Felted Tweed. Und da habe ich eben noch diese mehr als anderthalb Knäuel übrig. Mal sehen. Ich habe ja noch Woven Felted Tweed für ein anderes Projekt, also verwenden werde ich die mit Sicherheit. Oder vielleicht kann ich das ja auch noch umtauschen gegen was anderes.
Mal sehen. Aber dieses Garn kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ich hoffe, ich spreche heute nicht zu schnell. Ich muss ein bisschen mich bremsen vielleicht. Vielleicht drehe ich mich auch ganz kurz um, damit ihr sehen könnt, wie der Rücken aussieht. Ja, so sieht also der Rücken aus. Hier sind diese Einsätze an den Seiten, die Zöpfe hier, die Ärmel, die ganz gut liegen und die Schultern. Und hier auch meine kleine Tasche im Rücken, wo ich eben was reintun kann. Also dieses bisschen wellige hinten am Rücken, das hat sich gelegt mit dem Waschen und Spannen. Und weil ich eben 2 Schichten da gestrickt hatte und das hat sich ein bisschen gelegt. Also das sitzt jetzt sehr gut im Rücken. Und ja, ich ziehe sie wieder aus, weil mir ist ziemlich warm. Also es wird ein Video ausschließlich über diese Jacke geben, wo ihr sie auch ein bisschen besser euch angucken könnt. Ja, dieses Video werde ich im August hochladen, denn im August, hatte ich auch schon angekündigt, werde ich keine reguläre Folge machen, so wie heute, dass ich so zu euch spreche, sondern eben andere Arten von Videos für euch schneiden und hochladen, um den Content ein bisschen zu variieren und auch um mir ein bisschen eine Pause zu gönnen. Genau, und da könnt ihr eben genauer euch angucken, wie der Prozess war, wie ich diese Folie Bleue eben Folie Bleue gestrickt habe und ja, und euch vielleicht davon inspirieren lassen und dann könnt ihr die auch besser begutachten. Ich glaube, das ist das einzige fertige Projekt, was ich zu zeigen habe, außer meinen beiden Tops, die letztes Mal auch schon fertig waren, aber ich nicht getragen hatte, sondern erst jetzt trage. Also das hier hatte ich jetzt auch übers Wochenende an, da war ich auch unterwegs draußen in der Natur und ich bin ganz viel Fahrrad gefahren, habe ordentlich geschwitzt. Ich hatte auch sogar noch was drüber, um mich vor der Sonne zu schützen. Und dann war ich kurz im See baden, habe das ausgezogen und das hier habe ich gestrickt mit der Schulana mit der Lilana von Schulana. Das ist ein Garn aus Wolle und Leinen. Und während ich im Baden war, konnte das trocknen und danach habe ich das wieder angezogen und an demselben Tag war ich nochmal am See und dann habe ich nochmal geschwitzt, bin nochmal Fahrrad gefahren, also die ganze Sache hat sich wiederholt und trotzdem hat am Ende des Tages beziehungsweise am nächsten Tag riecht das einfach nicht, das lüftet sich aus und es fühlt sich genauso gut an, es ist überhaupt nicht, es ist einfach atmungsaktiv und Wolle hat ja diesen Selbstreinigungscharakter, dass wenn man das auslüftet und einfach hinlegt zum Trocknen, dann riecht es am nächsten Tag immer noch sauber. Und Leinen ist ja auch sehr atmungsaktiv und sehr gut geeignet für den Sommer. Also es ist eine Garnkombination, die ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen kann. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, bin ich in den letzten Monaten ein bisschen dabei, Reste zu eliminieren und kleine Häufchen, die ich in meiner Vitrine habe, an Garn zu verstricken und in verschiedene Projekte hier und da reinzuarbeiten. Meine Nichte hat bald Geburtstag, also stricke ich ihr einen kleinen Pullover. Sie hat Anfang August Geburtstag, also es könnte knapp werden. Vielleicht kommt das Geschenk ein bisschen zu spät, aber nicht so schlimm. Deswegen, das ist ein Restgarn, also das hatte ich verwendet für ein Oberteil von mir, was ich euch schon mal gezeigt hatte, das ich aus dem Buch von Carol Feller hatte. Ein Buch, wo es nur Designs gibt mit verkürzten Reihen. Das hier hat keine verkürzten Reihen, dieses fast Pullover, sondern ich habe mir eine etwas andere Konstruktion ausgedacht mit den Resten.
Ich habe auch gerade die Nadel stecke ich immer so rein in das Knäuel, wenn ich die gerade nicht verwende, damit ich eben die nicht verliere, weil manchmal schreibe ich mir auf, mit welcher Nadelstärke ich etwas stricke, normalerweise schon. Aber wenn ich sonst keine Notizen habe zu einem Strickprojekt, dann stecke ich die Nadel einfach immer ins Knäuel rein, damit ich mir sicher bin, dass ich wieder die richtige verwende. Und das ist das, was ich gerade jetzt noch übrig habe, was ich euch zeigen kann. Ich füge euch vielleicht noch ein Foto ein von den anderen Farben. Es ist von Online die Rubetta. Die finde ich auch super toll. Das ist die habe ich euch schon mal gezeigt. Die habe ich bereits mehrmals verstrickt. Das ist auch eine Mischung aus Wolle und Baumwolle. Ungefähr 50-50. Und diese Farben hatte ich noch übrig, so wie auch diese hier. Das heißt dieses Koralle und dieses Braun. Das ist jetzt aber zu Ende. Also was ich gemacht habe, worauf ich Lust hatte, ist auf Streifen, wie man sieht. Und beim Stricken finde ich manchmal ein bisschen langweilig oder schade, dass man ja immer in Reihen strickt. Also das heißt, egal was für ein Muster man strickt, auch wenn man nicht die Intention hat, Streifen zu stricken, entstehen sehr oft Streifen im Muster, weil eine Reihe einfach immer über der anderen ist. Und selbst wenn man in der Runde strickt, dann, man strickt eine Spirale, aber trotzdem ist immer eine Reihe über der anderen und es entstehen immer Streifenmuster. Selbst wenn man ein kompliziertes Colorwork oder Ferl macht, von einem Muster zum nächsten, entstehen dann Streifen von dem Muster. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen deutlich erkläre. Es ist natürlich nicht immer so, aber sehr, sehr viel. Es entstehen sehr oft und viele Streifen im Stricken, was mich manchmal ein bisschen stört, muss ich sagen, weil man nicht so viel kreuz und quer hat. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Auf jeden Fall wollte ich mir diese Streifen eben irgendwie aneignen und habe erst ein Maschen angeschlagen für dieses Teil hier. Also ich habe praktisch wie ein Rechteck, ein sehr langes Rechteck gestrickt. Ich habe hier ca. 30 Maschen aufgenommen. Ich habe einen provisorischen Maschenanschlag gemacht und dann einfach nur ein langes Band gestrickt, wie ein Schal, glatt rechts. Bis ich das Gefühl hatte, ich habe ungefähr ausreichend Länge, dass es über die Schultern passt. Meine Nichte wird 2 Jahre alt. Und das heißt, ich habe jetzt Streifen in die vertikale Richtung und dann habe ich auch Streifen in die horizontale Richtung. Dann habe ich das hier eben geschlossen, also den provisorischen Maschenanschlag aufgemacht und mit der 3-Nadel-Technik abgekettet. Danach habe ich eben an der oberen Kante Maschen aufgenommen und das hier hochgestrickt für den Kragen. Da habe ich in 3 Reihen auch Maschen abgenommen, damit es eben hier am Hals kleiner ausfällt. Und genau, ich hoffe, dass der Kopf hier durchpasst. Ich habe hier bei den Rippen, habe ich es hin und zurück in Reihen gestrickt und nicht mehr in der Runde. Und diesen Abschnitt hier habe ich in der Runde gestrickt und eben Maschen abgenommen, um diese Schräge hier zu bekommen. Danach habe ich das pausiert, weil ich es euch gerne so in dem Zustand zeigen wollte. Ich war aber ein bisschen... Also ich hoffe, dass es so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe, weil dieses Teil hier, das hat ja keine richtige Form, das ist ja einfach nur gerade gestrickt. Deswegen war ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber es ist gut, weil Kinder wachsen so schnell. Und dann habe ich das, ohne nachzudenken, einfach auf meine Schneiderpuppe draufgesteckt. Meine Schneiderpuppe ist aber natürlich so groß wie ich oder vielleicht ein bisschen kleiner. Was aber gar nicht so schlecht war, weil ich das dann unfreiwillig gespannt habe, weil ich das nämlich auch über die Schultern so leicht gezogen habe. Und es war ganz gut, weil es nämlich dadurch eben hier schon diese diagonale Form bekommen hat. Also es ist etwas ausgestellt geworden, was eben sehr gut ist, damit es besser über die Schultern passt. Und jetzt dadurch, dass ich es über die
Schultern von der Puppe gezogen habe, hat es jetzt mehr so eine A-Form, was natürlich sehr gut ist für die Rundpasse von einem Pullover. Und was ich jetzt als nächstes machen werde, ist hier an der unteren Kante Maschen aufnehmen und die Ärmel abtrennen von dem Körper und es einfach so runterstricken. Also ich bin gespannt, wie es dann aussieht. Ich werde es wahrscheinlich verschicken, bevor ich noch eine neue Folge aufnehme. Also vielleicht gibt es dann nur Fotos von dem fertigen Teil. Aber ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Und ja. Bin wieder da. Ich habe ganz kurz Pause gemacht und ein Stück Schokolade gegessen. Ich freue mich jetzt, euch mein nächstes Projekt zu zeigen. Das ist das hier. Ja, überall kannst du bewegen. Dieser Pullover, den ich aus Resten auch stricke. Also mit diesem handgesponnenen blauen Garn, diesem Bouclé-Garn und auch diesem handgesponnenen Gelb. Das Gelb hat hier noch keine Verwendung gefunden, weil ich nämlich Intarsia in der Runde stricken möchte. Das hatte ich euch letztes Mal auch schon erzählt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu tun. Beziehungsweise habe ich es noch nicht gemacht, weil ich nicht genug Garn habe, um diesen Pullover fertig zu stricken. Und ich wollte mir auch nicht einfach irgendein Garn kaufen oder beziehungsweise Ewigkeiten suchen, bis ich etwas Passendes finde, weil die Texturen und die verschiedenen Farben sind schon... Oh, hat sich alles verknotet. Die verschiedenen Farben und Texturen, die in diesem Pullover sind schon sehr ungewöhnlich. Und deswegen hätte ich das etwas schwierig gefunden, das mit einem industriell hergestellten Garn, was so total gleichmäßig ist, finde ich, würde nicht so gut zusammenpassen. Deswegen habe ich bei Knit Art geschaut, was die gerade im Sortiment haben und bin auch fündig geworden. Knit Art ist ein Online-Shop, der von einer sehr, sehr freundlichen Dame gehalten wird oder betrieben wird. Da gibt es Spinnräder und auch Fasern, viele verschiedene wunderschöne Fasern zu kaufen zum Verspinnen. Da habe ich mir eben Fasern gekauft, die ich euch hier einblende, weil ich habe nämlich schon alles versponnen und kann euch den Kammzug nicht mehr zeigen. Das war 70% Merino und 30% Seide, hat einen wunderschönen Glanz und hat super viel Spaß gemacht zu verspinnen. Da habe ich mir eben 300 Gramm bestellt, in der Hoffnung, dass es reicht. Wenn der Pullover ein bisschen cropped wird oder eben nur so 3/4 oder halbe Ärmel hat, dann ist es auch perfekt. Und ich zeige euch mal das Spinnergebnis. So sieht das aus. So, jetzt kann man das schön sehen. Als ich es bekommen habe, war ich kurz, oh, da ist ein bisschen viel Grün drin, aber so versponnen, finde ich, ist der Grünanteil doch nicht so stark und es glänzt einfach wunderschön. Ich habe also 300 Gramm, das sind 4 Spulen, so, die habe ich jetzt versponnen, ziemlich fein, letzte Woche. Und für die spinnen unter euch, ihr wisst bestimmt, dass man sein Garn, wenn man das versponnen hat, erstmal circa eine Woche ruhen lassen sollte, bevor man es verzwirnt, damit sich die Fasern ein bisschen an die Spannung gewöhnen. Und man sie erst so circa nach einer Woche verzwirnt, deswegen werde ich das vielleicht diese Woche machen. Aber ja, jetzt sind sie hier erstmal alle 4 auf der Spule und ich freue mich wirklich ganz, ganz doll auf dieses Garn. Ich bin gespannt, ob ich das gut genug versponnen habe, dass es dann beim Verzwinnen nicht bricht, weil es schon sehr fein versponnen ist. Und freue mich sehr, sehr darauf, das zu verstricken mit in diesen Pullover, der gerade ein bisschen chaotisch aussieht. Ich glaube, man kann da nicht so viel erkennen. Aber ja, nächstes Mal gibt es dann mehr dazu. Zusätzlich zu diesen Fasern, die ich mir hier bestellt habe bei Knit Art, wollte ich eben auch Blueface Laces da bestellen, weil das ist eine Faser, abgekürzt BFL, kennt ihr vielleicht. Das ist eine Faser, die man nicht so viel findet bei industriell hergestelltem Garn.
die super, super weich ist und einfach traumhaft schön. Und die hatte ich schon mal versponnen in diesem Loop hier. Das ist die Naturfarbe von dem Schaf, von dem BFL. Und da habe ich ein Muster aus rechten und linken Maschen reingestrickt, mit Hilfe von dem Buch Sequence Knitting. Darüber hatte ich schon mal gesprochen. Das ist eine etwas mathematische Methode, um sehr schöne Texturmuster zu kreieren. Und diesen Loop trage ich wirklich ganz, ganz viel im Herbst, Winter. Super weich und sehr warm. Den habe ich jetzt da habe ich etwas dickeres Garn gesponnen und es so ein bisschen rustikaler gemacht. Und das wollte ich unbedingt gerne nochmal verspinnen, diese Faser. Also habe ich mir bei Knit Art eben nochmal BFL bestellt in Naturfarben. Jeweils 500 Gramm, also ziemlich viel. Ich habe noch nicht so genau einen Plan, was ich damit mache. Also verspinnen auf jeden Fall und wahrscheinlich einen Colorwork Pullover, wo ich dann beide Farben kombiniere. Ich packe das jetzt auch nicht aus, sondern ich muss es eher nochmal einpacken, weil die Tüte hier kaputt ist. Also so sieht es aus. Ja, es sind einfach traumhaft schöne Fasern. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf, das zu verspinnen. Es ist super, super weich. Und ich werde auf jeden Fall einen Colorwork Pullover machen, wo ich beide Fasern miteinander kombiniere. Und dann wird ja auch noch was übrig bleiben, weil insgesamt habe ich ja 1 Kilo. Also kann ich da bestimmt Accessoires oder sonst irgendwas noch dazu machen. Aber das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Also das wandert auf jeden Fall erstmal in den Stash für ein paar Wochen. Und dann, weil ich nämlich gerade vorwiegend mit einem anderen Projekt beschäftigt bin. Aber was ich eigentlich sagen wollte mit dem Ganzen ist, dass ich bei der ersten Bestellung von diesen 2 Fasern einen sehr, sehr schönen Bed geschenkt bekommen habe. Und zwar einen kleinen Freudenbringer. Ich weiß gar nicht, ich nehme an, es ist Merino. Hier steht nämlich nur handkardiertes 20 Gramm Bed. Und die Farben sind wirklich sehr, sehr schön. So ein bisschen Pastell und hier ist eine kleine Blume drin. Ja, also sehr liebevoll gemacht. Und das habe ich dann geschenkt bekommen. Und 2 Tage nachdem die Bestellung angekommen ist, ist mein Antriebsriemen gerissen. Ich benutze einen Antriebsriemen aus Gummi oder Poly irgendwas. Und der ist geplatzt. Deswegen, ja, es war ziemlich doof, dass es 2 Tage nach meiner Bestellung passiert ist. Also dachte ich, was soll's. Ich muss mir eben was Neues bestellen. Einen neuen Antriebsriemen bestellen, sonst kann ich gar nicht weiterspinnen. Und dann, deswegen habe ich Birgit gebeten, dass ich gerne noch mal welche kaufen würde davon. Weil ich nämlich von meinem anderen Spinnprojekt, von dem ich euch schon mal erzählt hatte, noch dieses Gelb hier übrig habe. Das ist Shetland-Fasern und das passt natürlich ganz gut zusammen, das Gelb hier. Deswegen dachte ich, ich brauche ein bisschen mehr als 20 Gramm davon, um das zu kombinieren, damit das auch auffällt. Weil sonst fällt es ja gar nicht auf, wenn man nur so wenig davon rein tut. Auf jeden Fall hat sie mir dann eins wieder geschenkt und die 2 anderen habe ich gekauft. Also habe ich hier noch von diesen wunderschönen Freudenbringern. Da habe ich insgesamt 4 mal 20 Gramm. So sehen die aus. Allein das Angucken macht schon einfach Freude. So wie es draufsteht, kleine Freudenbringer erfüllen wirklich ihren Job, indem sie Freude bringen. Und das ist also auch ein zukünftiges Spinnprojekt. Diese schönen Pastellfarben, wo ziemlich viel Gelb drin ist, zusammen verspinnen mit dem. So. Genau. Also mal sehen, was es wird. Vielleicht mache ich da kein Kleidungsstück, sondern irgendwas anderes. Vielleicht etwas für mein Sofa oder so. Kein Plan. Muss ich mir noch überlegen, was es wird. Auf jeden Fall lege ich das mal vor mich. Überall ist schon alles voll hier. Und
schließlich das letzte Sprintprojekt, was auch hoch im Gange ist, was ich euch schon mal gezeigt hatte. Ich hatte euch erzählt, dass ich aus diesem Buch, ich blende euch das Design ein Design stricken möchte und dafür das Garn selbst verspinnen möchte. Hat eben 2 Farben, dieses helle und dieses, das dunkle, also im Originaldesign ist es dunkelblau und ich möchte das aber hell machen und ein meliertes Garn. Das helle, das habe ich noch nicht versponnen. Das ist das hier, das ist Coburger Fuchs. Das kommt jetzt als nächstes, wenn meine Spulen wieder frei sind. Und die melierte Farbe, die habe ich schon versponnen. Das ist auch viel zu viel, deswegen habe ich von diesem Gelb hier, das ist viel zu viel. Ich konnte mich ja nicht entscheiden zwischen diesem kamelfarbenen und diesem Gelb. Und ich fand das hier dann auch ein bisschen trist, muss ich sagen. Und nicht so ein guter Kontrast mit dem hellen Weiß. Also habe ich dieses kamelfarbene zusammen versponnen mit diesem Gelb. Und da ist jetzt das bei rausgekommen. Das ist also schon etwas fröhlicher. Man sieht das Gelb. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Kamera so gut zur Geltung kommt. Echt hier. Ja, sieht man jetzt ganz gut, glaube ich, auf der Kamera. Ich habe das einfach nach Gefühl beide Farben zusammen versponnen und jetzt ist es auch gewaschen, das Garn. Erst war ich nicht so super überzeugt, aber mittlerweile ist es ganz okay. Es ist auch ziemlich weich, weil dieses kamelfarbene allein ist, fand ich jetzt nicht so super weich, aber mit dem Shetland zusammen ist es schön. Und nachdem ich es gewaschen habe, ist es auch nochmal schön aufgeblüht. Ja, ich bin wirklich ganz gespannt, wie das verstrickt aussieht. Ich werde erstmal eine Maschenprobe machen, weil ich bin noch nicht so weit, dass ich ein Garn nach bestimmten Spezifikationen hinspinnen kann. Das heißt, in der Anleitung für dieses Design ist es, glaube ich, 100 Meter auf 50 Gramm das Garn, die Stärke oder die Lauflänge. Und das habe ich jetzt... Ich habe schon gezählt, wie viel Meter ich habe. Ich habe es aber noch nicht ausgerechnet. Also mal schauen, wie ich die Maschenprobe hinbekomme oder auch nicht und welche Größe ich dann stricken muss. Aber ja, ich habe auch viel zu viel davon. Also es ist reichlich. Das heißt, vielleicht verstricke ich es dann auch doppelt, weil ich mehr als genug habe für diese Collarwork-Einsätze, die ja nur hier unten sind und hier am Halsausschnitt und an den Ärmeln. Aber so finde ich das ganz schön. Etwas fröhlicher als nur dieses kamelfarbene, sondern noch ein bisschen gelb. Genau. Das ist ein bisschen ungleichmäßig, aber ich finde, das ist so die Magie und das Schöne am Handspinnen, dass man ja nicht so perfekt gleichmäßig strickt. Das ist ja auch das Schöne daran. So sehen die kleinen Stränge aus. Ja, und ich habe ein Experiment gemacht. Macht es mir also nicht nach, weil ich dachte, ich habe also meine Stränge gewaschen, die lagen im Wasser und dann müssen sie trocknen und draußen ist es ziemlich warm, gerade im Sommer, deswegen finde ich, bietet sich Spinnen immer sehr gut im Sommer an, weil dann das frisch gesponnene Garn und gewaschen und so draußen sehr schnell trocknet. Aber ich dachte, ich probiere es mal aus, weil wenn man ein Garn gesponnen hat und dann gewaschen hat, dann schlägt man das normalerweise. Wenn es noch nass ist, dann zieht man daran hier so ein bisschen so. Oder man kann es auch schlagen, so auf irgendeine Kante drauf, zum Beispiel auf... ich schlage es auf die Brüstung von meinem Balkon und genau, das macht man, wenn das Garn noch nass ist. Und ich dachte, ich überlasse das vielleicht der Waschmaschine. Aber das war keine gute Idee. Die Waschmaschine kann das nicht, denn ich habe da einen Strang versuchsweise reingemacht von diesem kamelfarbenen, wo ich dachte, das kann ich opfern für dieses Experiment.
Und zum Glück habe ich nur so ein bisschen was reingemacht. Ich glaube, das sind weniger als 50 Gramm, vielleicht 20 Gramm. Und ja, so ist es rausgekommen. Also es sieht wie ein Wischmopp aus. Ich kann damit nichts mehr anfangen. Das wird wahrscheinlich als Kissenfüllung dann verwendet werden. Deswegen nimmt es als kleinen Tipp von mir. Macht mir nicht nach, also handgesponnenes Garn kann nicht von der Waschmaschine geschlagen werden. Das Schleudern von der Waschmaschine hat einen ganz anderen Effekt auf das frisch gesponnene, nasse Garn, als wenn man das selber so schlägt oder eben so ein bisschen dran zieht. Naja, das war so das Letzte, was ich euch zeigen wollte. Macht mir also nicht nach, sonst endet ihr hier mit so einem Wischmopp. Das ist natürlich schade um die Arbeit und um das Garn, aber ja, man lernt aus seinen Fehlern. Also, naja, ist nicht so schlimm. Ich habe das bewusst mit dem Risiko reingeworfen und dachte mal schauen, was bei rauskommt. Pech. Also kann man ja auch wieder verwenden, ist ja nicht ganz verloren. Das Garn, ich schmeiße es ja nicht weg, sondern ich benutze es dann als Kissenfüllung, weil vielleicht kennt ihr das von Folge 1 noch, dass ich ein Kissen eben gestopft habe mit allen meinen Wollenden. Das heißt, immer wenn ich ein Projekt fertig gestrickt habe und ich die Fäden vernäht habe und die ganzen Enden, die ich dann abschneide, die sammle ich alle, ich schmeiße die nicht weg, sondern ich tue sie in einen Jutebeutel und der füllt sich mit der Zeit. Und das ist eben super tolles Füllmaterial für egal welche, für Kuscheltiere oder für Kopfkissen. Es ist eben ein perfektes Füllmaterial. Also schmeißt diese Enden nicht weg, sondern die finden immer Verwendung. Ich könnte euch vielleicht noch eine Sache zeigen, aber die hebe ich mir vielleicht auf, weil ja, ich weiß gar nicht, ob ich dazu komme, in den nächsten 2-3 Wochen das zu verstricken oder zu modifizieren. Deswegen nehme ich das heute vielleicht nicht auf oder tue das nicht heute in die Folge mit rein, sondern zeige euch das ein anderes Mal, weil sonst zeige ich euch Sachen, die ich anfangen möchte und machen möchte und dann komme ich gar nicht dazu, die zu machen, sondern erst so ein paar Monate später und dann habt ihr das wieder vergessen und dann zeige ich euch es lieber, wenn es dann soweit ist, wenn ich es dann tatsächlich mache. Ja, also das war's dann für heute und ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Danke, dass ihr da wart und hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Folgt mir auf meinen sozialen Medien und was sagt man noch so? Naja, am besten, ich sage euch liebe Grüße, genießt den Sommer. Ja, das ist ganz wichtig, genießt auf jeden Fall den Sommer, das gute Wetter, verbringt Zeit draußen, immer schön viel Sonnencreme verwenden und eine Kopfbedeckung, viel Wasser trinken und ja, euer Strickzeug mit in den Park nehmen, entspannen, schöne Musik hören oder den Vögeln zuhören, dem Rauschen des Windes in den Bäumen, plätscherndes Wasser am See oder ja, Vogelzwitschern, spielende Kinder. Ja, solche Geräuschkulissen finde ich immer wunderschön und sehr entspannt, während man strickt. Ja, ich hoffe, dass ihr abschalten könnt und eine schöne Zeit habt. Dann bis bald. Ciao.